Is she dead? She doesn't move a muscle, yet she sits upright. She's like a mannequin of human flesh. A note. Failure. The attempt was a failure. I could not lure my lost lover back into her decreased corpse. All my preparations in vain. All alone now. No one to turn my key. Ist das Belladonna? Clara, it really is you. I was so certain I'd never see you again. You didn't wake up. I woke up. I've been wandering lost ever since, trying to find out what's going on. How are you feeling? Do you remember me? I have no memories of you, or of myself. But I found some notes lying around. I can only assume you're the one called Belladonna? I am Belladonna, murdered and reanimated by Dr. von Trauerschloss. At first a mindless mechanical doll, but I slowly regained control over my brain. And when the time was right, I broke free. I saw the doctor's body. Yes, I crushed his skull. Standing over his blood-soaked remains, I was free at last. But where did I come from? If he was dead, was it you who brought me back? Yes, my love. You were the only thing on my mind as I stood there, alone and victorious. I had secretly watched the doctor's process, and I desperately wanted to believe that I could get you back. I unearthed your grave and carried your dead body down to the laboratory. I did everything right, to the smallest detail, but you didn't wake up. And my time was running out. I can't turn my own key, and now that I was alone in the castle, I knew my life force would run out quickly. But for all my effort, you remained dead, and with no one to keep me vital, I eventually sat down here and just stopped. But I did wake up. Yes, apparently you did. Your body had been in the ground for quite some time. Perhaps that made the reanimation process slower, but with your key powering your brain directly, you did not have to go through the drawn-out, sluggish wake-up. I take it your cognitive powers and language have been with you from the start. Well, yes. Excellent. Then I have even improved on the doctor's method, but I doubt independent thinking and free will was ever in his interest to reproduce. Do you think you could do it again? Create more of us, you mean? Yes, I hold the secret of life and death, and I plan to use it. The experimentations must continue. And the two of us will have no place in this world. Quite right. So, we'll make us a place. Dead bodies will never be in short supply. We'll make more of our kind, a whole new race of the damned. Where do we start? I know for a fact that there's a fresh body lying out there in the Great Hall. The doctor. His flesh, at least. We won't be using his wretched brain. I've already destroyed it in any case. But the body will do. We will have to find a few other ingredients. Will you help me? Of course I will. Thank you, my love. I'll carry the body down to the laboratory and start with the preparations, and in the meantime you can help me with a few other things. The doctor's brain is completely destroyed. I made sure of that. I don't think any of us want his villainous brain back amongst us. We're going to need to find a new one. Secondly, we will also need some clockwork parts. We have to manufacture a force to keep the dead body going. Thirdly, not only the brain, but also the head and the cranium were damaged. If we can find a new head, that would save a lot of the reconstructing effort. I saw a brain preserved in alcohol down in the laboratory. Oh, you did? That's good. That, my dear, is the brain of baby Lucas.
Was? So großes Gehirn? Your son? Lucas was never buried. The doctor had the body cremated very quickly and thus incinerated all the evidence that the corpse was not complete. He had stolen the brain and kept it for himself. I don't know what he claimed about not planning on resurrecting his child, but the truth is that he kept the brain all the same. And now you want your child back? No, my dear. It's just a brain. I wanted you back, so I took great care to preserve your personality. But this brain is young and has been dead for very long. I suppose the creation will be my child, in a way, but not my son Lucas. Clockwork? Yes, we need something to supply the body with the force to move. We can't make the heart beat again, so we use the spring-loaded clockwork. In the future, we'll have to think of a source of parts more reliable than salvaging old-time pieces, but that'll do for now. I see. Thank you. Will we need to find a fresh human head? Yes, I've smashed up the head of Wolfram rather frivolously. I'm afraid it's beyond rescue. I was thinking of my grandmother, Francesca Canosa. I'm sure you've seen her portrait in the study. She was buried some time ago, but her cranium should be sufficiently preserved. She rests in the mausoleum in the cemetery outside, but there is a hidden way into the tomb behind the armor in the basement. Your grandmother. Will it not cause problems to attach a woman's head to a man's body? No, I don't see how it would make any difference in this new race of ours. We do not even reproduce sexually, so not even that significance is relevant. What do you mean we don't reproduce sexually? How do you know? I spent quite some time with Wolfram dead and mindless, you know. I can safely say that, though we do experience all the physical sensations of intercourse, we cannot become pregnant or bear children. I see. I'll go take a look behind the suit of armor. Thank you. Some things have been puzzling me. Did I used to have hair? You had beautiful hair. Unfortunately, I had to shave it all off in order to operate on your head and open your cranium. Yet, you're not bald. I was revivified directly after my death, when my body was still fresh. You, my dear, had been in the ground for quite some time. I had to reconstruct large parts of your decomposed corpse. That explains the metal construction holding together my skull. I have my fair share of screws and bolts myself, but they are carefully hidden. I opted to sacrifice your pretty hair so that I could work more on preserving your brain, something the good doctor did not do for me. Will it grow back? I don't rightly know. Maybe. We'll have to wait and see. I want to ask something else. I'm here for you. What is this I'm wearing? I'm so sorry about that. I covered you in scraps and bandages I found in the laboratory. I had to cut open and discard most of what you were buried in order to stitch you up. I want you to know that my plan was to be right next to you when you woke up, to help you understand and to find a proper dress. I'm so sorry it didn't come to pass like that. On my way in here, I killed a cat. It was in my way and it felt so natural to just dispose of it. It worries me a bit. How so? I may have a functional brain, but what about a soul? Shouldn't there be something in me stopping me from hurting others? Or at least making me feel bad about it? You're right. It did come very natural for me to murder my husband. But I'm not too worried about this. I have no desire to commit unnecessary killings, and I do have control over my actions. What if you're raising an army of cold-hearted mass murderers? They won't be mass murderers any more than you and I. And besides, why should we prioritize the lives of the living above the lives of the dead? I want to ask something else. I'm here for you. Why did you put this wind-up mechanism in my head? Yours is in your back. Yes, the damned doctor had placed my wind-up mechanism in my back. It goes straight into my chest and heart, giving me a strong central of power. But it is placed outside my own reach.
So, you can't turn it yourself? No, I can't. I have to depend on others. That's why I chose to put the key in the back of your head, well within reach of your own hands. I know what it means to not be in control of your own existence, and I will never put someone else in the situation I'm in. Thank you. Of course, I want to ask something else. I'm here for you. Gut, ich glaube, wir haben alles gefragt. I'll start looking for the objects then. Thank you. Come talk to me if there's something you're unsure about. Kann es sein, dass die gute Belladonna eher so... Die hat so einen Akzent. Ich weiß nur nicht, ob das britisch ist oder... Weil ich habe den Eindruck, dass Clara eher so ein amerikanisches Englisch hat und die Belladonna eher so ein bisschen britisch klingt. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Kann ich hier noch irgendwas... Ist da noch was zu gucken? Nee. Belladonna hat irgendwie voll die geilen Augen, wo sie die aufgemacht hat. Das sah irgendwie richtig genial aus. Gut, dann gucken wir mal. Wir brauchen einen Kopf. Ein Gehirn. Und Uhrwerk. Uhrwerk kriegen wir vielleicht von da. Wir holen jetzt mal das Gehirn aus dem Glas. Bobo. Das Doppelklick, dass das noch fehlt, ist ein bisschen störend. Das würde die Zeiten etwas verkürzen. Also, dass es wenigstens ein bisschen zügiger gehen würde. Warum können wir den einfach nicht den Skull nehmen? Wie komme ich denn da ran? The body of a deranged murderer, the decomposed head of an old lady, the brain of a small child. How could this possibly go wrong? Ach so. Ach, ich kann das auch hiden. Ich habe gerade eben gewundert, warum das so ausgeblendet war. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der Wege gehen wir... Belladonna was right. There is a secret switch behind Roland the poet. Genau, gehen wir jetzt den Too Kopf dark down holen. there. I won't see my hands in front of me unless I light the crypt up first. I can't just drop the lantern into the hole. Ach so. It's gonna break when it hits the bottom. Weiß ich denn, There is a bottom. wie tief das ist? Nein. I'll just tie this rope to the lantern. Yes, I can lower the lantern into the hole. Amazing. I must be directly underneath the mausoleum in the cemetery. I can't believe it. It's another letter. How did it end up down here? Clara Stieber, das von uns. Oh Gott. Solltet ihr unbedingt diese Schrift wählen? Warum könnt ihr nicht einfach ganz normale Computerschrift benutzen? After insistent probing from my lady Belladonna, I too take to the pen come evening? Was? The scribbling does not come as readily for me as it does for her. Yet I do most certainly see the appeal in the activity. So much has happened in my life of late. My brain is overflowing with joy and secrets and disorder, and if I manage to write down a map of but a fraction of it all, that would be an enormous relief. Verily, it all centers around Belladonna, this queen regent of the castle, who has turned her
benevolent face towards me, and thus filled my person with happiness I had previously thought unimaginable. I still remember the first time I saw her standing next to her husband when I took up work in the household, and I remember how she seemed to me to glow. The two of them lost a child shortly after that, and the tragedy would linger in the castle for a long time. All the other servants started to leave one by one, but as much as I wanted to, I found myself unable. I kept postponing my departure with each new day, and I found myself dancing around Belladonna's flame, drawn to it as strongly as I had been from the first glance. But the time she finally recovered from her melancholy, I was the only one left in the castle, and it was at this time the miracle happened. Belladonna saw me in a new way. This tempestuous affair, galloping and world shaking, and yet so quiet, so hidden. The castle is ours to rule as we please, but only as long as we do not accuse the suspicion of the grave-robbing goblin in the basement. It is as if I have stepped into a new of the fairy stories my grandmother used to tell, but Nonna stories always ended with someone losing the head or being eaten alive. Though seemingly everlasting, the bliss of ours as seed of doubt is growing in my heart. Belladonna's married after all, and who I am to break their wedlock? There is not a happy union, true, but I am seducing my love to break her vows and soil her soul. And what wretched ruin will that bring upon us? For a long while Belladonna was all I dreamed about, my queen, my goddess, and my deepest wish was for her to let me into her life and let me worship her. I thought I would give up anything for that, but now that I am here, I wonder if I have sacrificed too much. Belladonna comes from Belladonna comes from high society, and she doesn't realize just how much she takes for granted. It is still clear who is the lady and who is the servant. And I keep on living like this, or will I have to do the unthinkable and leave her? I made Belladonna promise not to read anything I wrote, and looking at what I have just put down in ink, the weight of that promise is clear. I have forged into words thoughts I did not know I had, and it's vital that these pages remain secluded from prying eyes. Prying eyes? Secrets upon secrets. I shall hide this letter inside the old armor in the basement, whom I call Roland the Bard, where I doubt anyone will find it. I'm descending into the dungeon as soon as I'm done here, and I'll hide this note on my way. As the master has asked me to fetch for him a certain plant from the greenhouse. As strange as this whole situation is, I must still obey his requests, if only to keep up appearances. Ich muss noch mal kurz was trinken. Moment. Boah, okay. Also, wir haben hier tatsächlich einen Brief von Clara, die anfangs mehr als verzückt war von Belladonna. Sie war ihre Königin, ihre Göttin. Doch wie es scheint,
da Belladonna eben von edlem Geblüt ist, sage ich mal, hat sie natürlich gewisses Attitude, so eine gewisse Art an sich, die halt einfach klar macht, wer ist die Lady und wer ist nur der Diener. Was Clara wohl nicht so gefallen hat und sie hat tatsächlich überlegt, Belladonna zu verlassen. Was sagt denn... Uns fehlt eine Note. Die müssen wir noch suchen. Was sagt denn Clara dazu? Nichts. Doch so viel. Here's Francisca's coffin, but the lid is much too heavy for me to lift. Maybe I could break it open, but I'll need some sort of big hammer or mace for that. Das doch vielleicht. The things one does for love. Die ist aber schon eine Weile tot. Now to carefully remove the head. It's remarkably well preserved. Ja, also... Entschuldigung, sieht aus wie das blühende Leben. Sieht aus, als könnte man da was reinmachen. Sie hat scheinbar den Körper schon hier runtergeschleift. Allerdings gehen wir nochmal nach oben. Denn uns fehlt noch eine Note. Vielleicht habe ich die vergessen. Irgendwo. Gucken wir noch mal rum. Bevor wir die Uhr auseinandernehmen. Also hier ist nichts. Thaw the milk, grind the leaves, poison the cat. That was a lot of work to inspect this rather uninteresting ladder. Es ist so hell. So viel Licht. Aber sieht nicht so aus, als würde hier eine Note liegen. Warum sind eigentlich die... Wenigstens kann ich die Dialoge abbrechen. Warum sind denn die Handles hier so weit unten? Die Griffe. Belladonna ist ja auch sehr groß. Oh, die Katze, das tut mir immer noch so voll leid. Nee. Nein. Ich kann die Sachen... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich kann die Sachen nicht anklicken, obwohl sie hier anklickbar sind. Ich kann das nur hier unten. Das ist ein bisschen schlecht gemacht, finde ich. Also wenn, da hätte man das Menü auch ein bisschen breiter machen können. So viel nimmt das ja jetzt auch nicht weg vom Bildschirm. Wenn das jetzt nochmal wenn das in ein paar Pixel größer gewesen wäre. Mir fehlt aber immer noch... Ich kann auch nicht hier runterklicken, dass er einfach da runter geht. Es ist, als wäre die hier auf verschiedenen Layern drauf und die würde nicht erkennen, dass hier noch ein anderer Layer ist. Also, dass das zusammengehört. Ich möchte trotzdem gerne nochmal hier draußen gucken wegen der Note. Aber eine fehlt. Entweder liegt die noch hier oder wir kriegen sie jetzt zum Schluss. Da liegt sie. Ach, Gott sei Dank habe ich nochmal geguckt. Look, a journal page was hiding behind the plant.
Das von Belladonna. Did Wolfram murder poor Clara? Oh, did he not? My situation reached a point where it hardly makes a difference. I still cannot prove anything, but my conviction of his sin is only convincing. Convincing? Nee, convincing kann das nicht sein. Conviction of his sin is only grown stronger. I cannot look at his face without seeing a murderer, or not listen to his voice without hearing the words of an evil man. And the crowd knows it. He's the judgment in my eyes. And he shrinks away from it like the rodent he is. Guilty or not, he could not act more like a culprit if he so confessed his crime in the town square. If he was hiding in his laboratory before, now he practically lives there. We both realize that he lacks the courage to meeting my gaze, and after that he simply stopped coming back upstairs. The villain. The fiend. Fiend? He can rot away in his dungeon, forgotten by the world. His remaining days spent in darkness and solitude. I will not forgive him. How could I, when he's provided me with nothing but misery since the day we met? The living areas in this castle are mine now, and if my husband is incapable of even confronting me, he shall have no benefit from them. Curse my miserable existence. Wir haben alle Notes. Puh. Okay. Belladonna war es jetzt im Prinzip dann auch egal, ob ihr Mann Clara umgebracht hat oder nicht. Sie hat mit ihm abgeschlossen. Sie hat gemerkt, er kann es nicht ertragen, ihr in die Augen zu sehen. Und deshalb hat er kein Anrecht auf die Räume im Schloss, weshalb sie alle ihr gehören. Uahaha. Gut. Gott, dieser Kopf. Der ist so gruselig. Das Spiel ist es allerdings nicht. Es hieß irgendwie, es wäre ein Gothic Horror Adventure, aber irgendwie nicht so ganz. Ist mehr eine Point-and-Click-Telenovela. Ist ihm den Kopf abgeschnitten? Schon? Tatsächlich. Guck mal. Thank you, dear. Alter, jetzt habe ich mich gerade eben vor dem Geräusch erschreckt. Thank you, dear. Nein! Thank you, dear. The creation is complete. All we need to do now is force life into these dead limbs. That big switch on the wall initiates the procedure. Will you have the honor, my dear? Gladly. Wie sie die blutige Leiche hier runtergeschleift hat, aber ihr Kleid ist immer noch strahlend weiß. Das muss der weiße Riese gewesen sein. Time has come. I've wanted to pull this thing since the first time I saw it. It's alive. Ich weiß jetzt nicht, ob die letzte Sequenz einfach nur buggy war oder ob es wirklich einfach schwarz gewesen ist. Wir haben Belladonna durchgespielt. Ein bisschen anders, wie ich gedacht habe, und der Endscreen hier ist so ein bisschen albern. Aber ich finde, Clara sieht hier echt gut aus. Was? Tess Baines hat beide gesprochen?
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die klangen doch sehr nach 2 verschiedenen Frauen. Was habe ich denn dazu zu sagen? Belladonna ist ein sehr storylastiges Spiel. Allerdings nicht in der Hinsicht, dass es durch Sequenzen erzählt wird, sondern leider alles nur durch Journal Pages. Ich glaube, vieles hätte man auch in schöne kleine Sequenzen verpacken können. Dieses Show-Don't-Tell-Prinzip gilt nicht für Belladonna. Es war sehr kurz. Ich habe jetzt, glaube ich, 1 Stunde 15 Minuten gebraucht. Allerdings auch nur, weil die Texte so unendlich lange sind und so viel. Hätte ich die nicht durchgelesen, hätte ich es vielleicht in 20 Minuten durchspielen können. Ist ein bisschen traurig, dass ein Spiel nur deshalb so lang ist, weil es so viele Texte zu lesen gibt. Also ich sag mal wirklich lang in Anführungsstrichen. Jetzt 1 Stunde 15 Minuten ist jetzt nicht wirklich lang, aber dafür ist Belladonna auch ein sehr günstiges Spiel. Ich glaube 2 Euro oder sowas. Ich finde den Titlescreen hier echt hübsch, muss ich sagen. Ich finde, Clara sieht richtig schnieke aus. Ihr Design ist ein bisschen fragwürdig im Spiel. Also wie gesagt, das an den Händen verstehe ich nicht so ganz. Belladonna sah sehr hübsch aus. Die Settings waren sehr... Sie waren zweckmäßig. Das mit der Katze tut mir immer noch voll leid. Wolfram tut mir überhaupt nicht leid. Dass das so gekommen ist, ist ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich hier mal sagen, seine Schuld irgendwie. Denn er hat auch Belladonna ganz alleine gelassen mit ihrer Trauer, während er sich halt im Labor versteckt hat. Allerdings weiß ich halt natürlich nicht, ob Belladonna irgendwelche Efforts gemacht hat, also sich irgendwie auch bemüht hat, mit ihrem Mann mal zu sprechen. Ich sag mal, er ist nicht ganz alleine schuld. Nicht so 100%, aber vielleicht so 99%. Und sie hat sich dann halt eben Zerstreuung bei jemand anderem gesucht, der, beziehungsweise die, halt eben für sie da gewesen ist. Das hat man ja auch, da gibt es ja auch bei Entführungen dieses Stockholm-Syndrom, und es gibt auch einfach dieses, wenn jemand sich ganz viel um mich kümmert, um mich betüttelt und sowas, gibt es auch irgendwas. Ich weiß nur nicht genau, wie es heißt. Aber da gibt es auch sowas. Vielleicht war das, was Belladonna zu Clara gezogen hat, während Clara schon von Anfang an so eine gewisse Neigung hatte zur Herrin des Hauses. Und jetzt erschaffen sie und ihre Liebste eine Armee aus Untoten. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, kann ich so nicht sagen. Es war ein sehr anstrengendes Spiel, zumindest für meine Stimmbänder. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, teurer hätte es nicht sein dürfen, und es hätte ruhig mehr Spiel sein dürfen, als ich laufe herum und sammle Zettel, die mir die ganze Story erzählen. Ja, also ich hatte... Gefühlt waren es vielleicht wirklich 5 Minuten Gameplay. Der Rest war nur Lesen. Und das Gameplay kannst du auf 10 Minuten verlängern, allerdings nur, weil die Dame so langsam läuft und es keine Möglichkeit der Abkürzung gibt. Dieses eben Doppelklick, wenn ich von einem Raum in den anderen Raum möchte, sonst musste immer warten, bis sie hingelaufen ist, und sie ist nicht schneller gelaufen, bei Doppelklicks zum Beispiel. Und natürlich der Dialog zwischen ihr und Belladonna. Aber an für sich Gameplay-technisch, ich glaube vielleicht sagen wir mal wirklich 10 Minuten Gameplay. Der Rest war Lesen. Und von einem Raum zum anderen laufen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Und ich habe ein bisschen mehr Grusel erhofft, weil es ja hieß, es ist ein Gothic Horror Adventure. War jetzt nicht wirklich Horror. Leider. Die Story war nett, aber war halt wirklich sehr auf
auf das Wesentliche reduziert, sag ich jetzt mal, ja. Sie haben ihren Sohn verloren, sie hat eine Affäre angefangen und der Mann hat ihre Affäre umgebracht und sie dann zum Leben erweckt. Ja. Sie würde da immer noch sitzen, hätte Clara nicht doch noch zum Leben gefunden, da sie sich nicht selber aufziehen kann. Also die Belladonna. Und dass Clara eigentlich Belladonna überlegt hat, Belladonna zu verlassen, war dead to know, aber hatte jetzt überhaupt keine Auswirkungen auf das Spiel. Wir sind in kein Dilemma geraten. Sie hat nicht mal was dazu gesagt, als wir diesen Zettel aufgehoben haben. Sie hatte keinen Kommentar dazu, dass sie eigentlich Belladonna verlassen wollte oder eigentlich darüber nachgedacht hat. Weil Belladonna immer noch diesen ich bin die Lady und du bist meine Servant. Das hat man jetzt hier auch am Endbildschirm gesehen. Also Belladonna stolz stehend mit der Flagge in der Hand und Clara zu ihren Füßen. Ja, nicht equally, also nicht auf derselben Stufe, so wie es bei Lovern ja eigentlich sein sollte, also bei einem Pärchen, dass beide auf derselben Stufe stehen, sondern wirklich dieses ich stehe über dir. Ich habe das Geld, ich habe die Macht, ich bin von Edlem geblüht. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, muss ich gestehen. Da tut mir Clara auch ein bisschen leid. Aber es gab auch gar keine Möglichkeit, das Spiel anders zu beenden. Glaube ich. Also wir hätten Belladonna da jetzt auch nicht sitzen lassen können und dann hätte es einen anderen Endscreen gegeben. Das glaube ich zumindest nicht. Aber ja gut. Das war Belladonna. Ein sehr kurzes, kleines, eine kurze, kleine Point-and-Click-Telenovela. Allerdings würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal Feierabend. Mir tut der Hals extrem weh und ich muss das ja alles auch noch rendern. Es ist gut möglich, dass ich es vielleicht nicht mehr schaffe, dass es an Halloween rauskommt. Aber das würde ja nichts machen, dann kommt es halt nach Halloween raus. Und wir hören uns dann bei einem meiner anderen Videos wieder. Bis dann.